Madhukar, was würden Sie als Kern Ihrer Botschaft bezeichnen? Dass jeder Mensch unabhängig von seinen Umständen des Lebens Frieden und Freiheit ist. Ist das gleichzeitig auch die Grundaussage von Advaita? Ja, die Grundaussage von Advaita ist, dass es keine Trennung gibt, dass du das bist. Und mit das könnten wir alles bezeichnen, was in unserer Kultur, der christlichen Tradition Gott heißt, wie das ganze Universum. Und die Grundlage all dessen ist, was dann in der Tradition des Advaita heißt Sat Chit Ananda, können wir übersetzen mit Existenz, Bewusstsein und Glückseligkeit. Nun, in meiner Erfahrung geht es sogar noch weiter, dass ich sage, selbst Glückseligkeit ist noch eine Erscheinung im Körper-Geist. Meine Erfahrung ist, dass absolute Wahrheit Frieden ist. Deswegen können wir sagen, das ist an sich identisch. Advaita ist eine philosophische Richtung und Philosophie kann natürlich niemals das Sein oder die Seinserfahrung an sich wirklich ausdrücken, sondern versucht es eigentlich eher zu definieren. Sie fordern die Menschen, die Ihnen zuhören, auf, sich selbst zu erforschen. Worin besteht das Wesen der Selbsterforschung? Nun, ich würde nicht sagen, dass ich irgendetwas fordere von den Menschen, sondern ich gehe davon aus, dass Menschen, die zu mir kommen, in den Meetings, dass die kommen, weil sie absolute Wahrheit erfahren wollen, weil sie erkennen wollen, wer sie sind. Und deswegen ist es keine Forderung, wenn ich sie hinweise auf Selbstergründung. Ich finde das Wort Selbstergründung auch besser wie Erforschung, weil Erforschung ja in unserem Verständnis eher etwas mit Suchen, mit Aktivität zu tun hat. Und Selbstergründung ist ein sehr schönes Wort, weil es zweierlei aussagt. Erstens geht es um das Selbst. Selbst hat immer etwas mit mir zu tun und ist ja auch ein Begriff in der Philosophie, in der Psychologie, wo versucht wird, das auszudrücken, was unser Bewusstsein ausmacht. Das Selbst, ein Begriff, der, wie gesagt, schon sehr lange benutzt wird, im Advaita, schon seit Tausenden von Jahren und auch heute in der Wissenschaft oder in der Psychologie benutzt wird, als das Bewusstsein. Und die Wissenschaftler wissen ja nicht mit Sicherheit, ob es eigentlich sich um ein persönliches Bewusstsein handelt oder ob es in Wirklichkeit nur dieses absolute Bewusstsein gibt und nur durch die Identifikation mit Körper und Geist dann als persönliches Bewusstsein wahrgenommen wird. Zum Zweiten ist in dem Wort Selbstergründung dann der Grund drin, der Seinsgrund und die Ausrichtung darauf sehe ich nicht als ein Erforschen mit dem Geist, sondern eigentlich eher als ein immer wieder Aufwachen aus unserem Alltagstraum oder aus dem Traum einer scheinbaren Wirklichkeit und hier ankommen und wie auf den Grund sinken der absoluten Wahrheit. Nun, die absolute Wahrheit ist für mich was sehr Natürliches, etwas sehr Normales. Und da ich weiß, dass jeder das ist es auch so, dass es jedem möglich ist, das zu ergründen. In alten Weisheitstraditionen wurden oft Voraussetzungen gestellt, um einen bestimmten Weg zu praktizieren. Wie ist es mit der Selbstergründung?
sollte man irgendwelche körperlich, geistig, moralische Voraussetzungen mitbringen, um darin Erfolg zu haben? Ich möchte niemanden belasten mit moralischen, ethischen Bedingungen. Wer kann die stellen? Ich glaube, dass jeder selber aufgrund seiner Erziehung, aufgrund seiner Kultur schon gewisse ethische oder moralische Vorstellungen hat und dementsprechend versucht zu leben oder dagegen zu verstößt. Aber hier geht es nicht um Moral, um Ethik, hier geht es darum, herauszufinden, wer in Wirklichkeit ist. Dafür sind keine Vorbedingungen nötig. Meines Erachtens genügt die Sehnsucht nach Freiheit. Wenn es geschieht, dass Sie sich hingezogen fühlen nach einem ethisch reineren Leben oder einem moralisch reineren Leben, dann ist es sicherlich nicht hinderlich, aber es ist nicht meine Sache, um Menschen zu sagen, ihr müsst dies oder das tun und erst dann könnt ihr erkennen, wer ihr seid. Schauen Sie, wenn es wirklich Freiheit gibt, wenn es Wahrheit gibt, dann muss sie hier und jetzt sein. Wenn es Ewigkeit gibt, muss es auch hier sein. Ansonsten können wir nicht von Ewigkeit sprechen, ansonsten können wir auch nicht von Wahrheit sprechen. Also kann es keine Vorbedingung geben. Ansonsten muss ich durch Aktivität erst etwas erreichen und dann kann ich herausfinden, wer ich bin. Aber in Wirklichkeit ist das nicht so. Es ist immer wieder auch in der spirituellen Geschichte so gewesen, dass Menschen, die von anderen nicht als ethisch rein betrachtet werden oder als moralisch hochstehend, erwacht sind, völlig unabhängig von ihrem vorherigen Leben. Und wenn es dazu führt, dass die Menschen danach ein besserer Mensch sind, okay. Aber darum geht es im ersten Maße nicht, sondern es geht um Selbsterkenntnis. Und Selbsterkenntnis ist möglich, völlig unabhängig von allen Konditionen. Offensichtlich fällt es den meisten Menschen schwer, spontan zu erwachen. Es scheint also Hindernisse zu geben. Worauf führen Sie es zurück, dass die reine Information nicht genügt, diesen Zustand zu erreichen? Und was ist Ihrer Meinung nach notwendig, um diese Hindernisse zu überwinden? Nun, das Hindernis ist die Identifikation mit dem Körper und mit dem Geist. Wir haben gelernt, zuerst als kleines Kind ist diese Identifikation mit dem Körper noch nicht da. Auch eine Identifikation mit dem Geist ist noch nicht da. Man könnte beinahe sagen, das wird uns angelernt. Und später verdichtet sich das zur Wirklichkeit. Und die Menschen sind identifiziert mit dieser Person, nehmen an, diese Person zu sein. Aber was ist die Person in Wirklichkeit? Nichts anderes als eine Verdichtung von Gedanken und von Gefühlen. Nun gilt es herauszufinden, in wem diese Gedanken stattfinden, in wem Gefühle stattfinden. Nun wird oftmals auch angenommen, dass auch die Selbstergründung mit der einfachen Frage, wer bin ich, eine Übung ist, um einen gewissen Zustand oder das Ziel des Erwachens zu erreichen. In Wirklichkeit ist es aber so, dass diese Selbstergründung eben dazu dient, diese Hindernisse oder das Hindernis, das uns glauben lässt, dass wir nicht bereits frei sind, aufzulösen oder sagen wir zu demaskieren. Worin unterscheidet sich dann die Wahrnehmung eines Menschen, der im Sinne von Advaita erwacht ist, von der Wahrnehmung eines gewöhnlichen Menschen? Der Unterschied besteht eben in dieser Identifikation. Der normale Mensch ist völlig identifiziert mit seinen
Stimmungen, seinen Launen, seiner körperlichen Wahrnehmung und seiner geistigen Wahrnehmung. Man könnte eigentlich sagen, er ist abhängig von seinen Körpersäften und den biochemischen Reaktionen des Gehirns. Der Erwachte weiß, und dieses Wissen ist nicht das normale mentale Wissen oder ja, das, was wir üblicherweise als Wissen bezeichnen, sondern ist einfach die Erkenntnis, dass er das ist, das Ewige, in dem alles stattfindet. Nun ist es nicht so, dass ich durch die Straßen gehe und mir ständig sagen muss, ich bin das Ewige, in dem alles stattfindet, sondern das ist etwas wie etwas Natürliches, wo auch diese Spannung zwischen dem Ewigen und zwischen der Erscheinung des Relativen oder des Normalmenschlichen einfach nicht stattfindet. Natürlich wird die Welt weiterhin wahrgenommen. Wie wir wissen, nimmt jeder von uns individuell die Welt ein wenig anders wahr oder sogar radikal anders wahr. Und trotzdem gehen wir aus von einer fixen, einer existenten Welt. Nun, es ist auch möglich, mir diese Welt so wahrzunehmen, mit ihrer Schönheit und mit ihrem Leiden. Aber das Bewusstsein der Existenz an sich, die unbeeinflusst ist von allem, ist einfach das Nachhaltige oder das Vordergründige oder das Wahre. Ich möchte eher von einer großen Klarheit und Natürlichkeit sprechen. Wie erlebten Sie persönlich den Unterschied, beziehungsweise können Sie den Moment bestimmen, in dem das Erwachen stattfand? Gab es da ein graduelles Erwachen oder war es ein Prozess, der dorthin führte? Steht man mit einem Bein hier und dem anderen Bein dort? Können Sie das Vorher und Nachher Ihrer eigenen Erfahrungen beschreiben? Solange Sie in diesem Prozess sind oder wahrnehmen, in diesem Prozess zu sein, erscheint es so, als ob Sie in diesem Prozess sind zwischen der Illusion, dem Schlaf, dem Traum im Alltag und der Wahrheit. Und es erscheint Ihnen vielleicht so, als ob Sie zwischen diesen zwei Wirklichkeiten hin und her gehen. In dem Moment, wo Sie erwacht sind, erkennen Sie, dass Sie immer schon wach waren, dass Sie niemals etwas anderes waren als diese Präsenz und nur Ihre Aufmerksamkeit eben Erscheinungen gegeben haben. Ich möchte das vergleichen mit unserer Wahrnehmung von der Sonne. Die Sonne, wie wir wissen, ist immer hier. Die Sonne strahlt immer. An einem Tag wie heute, wo es bewölkt ist, sagen wir, die Sonne ist nicht da. Ja, das ist ein bewölkter Tag, ein grauer Tag. Aber die Sonne ist immer noch da, nur haben sich zwischen Sonne und uns Wolken geschoben. Und in dem Moment, wo die Wolkendecke aufreißt, ist die Sonne wieder da. Und wir sagen, die Sonne ist da. Oder genauso, morgen sagen wir, die Sonne kommt auf. Aber in Wirklichkeit wissen wir, dass wir uns weggedreht haben von der Sonne und jetzt wieder uns der Sonne zudrehen und die Sonne immer hier war. Deswegen, das, was als Erwachen bezeichnet wird, war immer schon hier. In Wirklichkeit gibt es auch kein Erwachen. Denn wenn es Erwachen geben würde, hieß es, dass wir einmal nicht erwacht waren. Aber in Wirklichkeit war immer Freiheit hier. Und das wird Ihnen auch klar, dass Sie in Ihrem Leben auch viele, viele Momente wach waren, aber einfach nicht diese Sicherheit hatten oder diese Erkenntnis hatten, was Wirklichkeit ist. Niemand konnte das bestätigen, niemand hat ihnen gesagt, das ist jetzt Wahrheit, das ist das wahre Selbst und nicht eine geistige Wahrnehmung, eine Stimmung, eine Laune. Also wenn Sie erwachen, dann erkennen Sie, Sie waren immer schon wach. Es gibt gar nichts anderes.
Haben Sie den Moment des Erwachens als eine Folge Ihrer vorhergehenden Bemühungen erlebt? Oder auf was führen Sie es zurück, dass Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt erwacht sind? Ich führe es auf Gnade zurück. Die Bemühungen sind nur scheinbar. Sie sind notwendig für die Person. Für die Person mögen diese Bemühungen notwendig gewesen sein, aber nicht für das, was ich bin. Das, was ich bin, hat keinerlei Bemühungen nötig. Also ich bezeichne es als Gnade und im Äußerlichen auf das Folgen dieser Sehnsucht nach Freiheit, auf das Folgen dieses Rufes meines Meisters. Denn als ich zum ersten Mal gehört habe, was er ausdrückt, was er sagt, worauf er hinweist, und das war ausgedrückt durch jemanden, der negativ über Papaji sprach, also jemand, der ein schlechtes Urteil hatte über diesen Meister, ihn nicht akzeptiert hat, und trotzdem habe ich mich nicht durch diese Meinung beeinflussen lassen, sondern die Aussage, nämlich, du bist bereits frei. Du brauchst nichts zu tun, du brauchst nicht zu meditieren, keine Sadhana, also keine Übung, keine spirituelle Übung ist nötig. Keine Meditation ist nötig. Das war für mich klar. Ich konnte nur sagen, ja, ja, ja. Warum? Weil ich davor auch, wie so viele Menschen, eben mich bemüht hatte, ein Yogi war, täglich meine Übungen gemacht habe, meditiert habe, Jahre, Jahrzehnte lang, früh aufgestanden bin, meditiert habe und so weiter und erkannt habe, dass das mir zwar durchaus große spirituelle Erfahrung gebracht hat. Wunderbare Erfahrungen, nach denen sich viele Menschen, oder die sogenannten spirituellen Menschen, sehnen, wie Erleuchtung, also energetische Explosionen, Zustände, verschiedenste Realitäten des Bewusstseins und so weiter. Aber es hat mir nicht die wahre Erkenntnis gebracht, wer ich bin. Und ich wurde müde von all diesem Praktizieren, von all diesem Üben, von dieser Suche im Christentum, von der Suche im Buddhismus, von der Suche in der Philosophie und so weiter. Ich wollte Freiheit. Und wenn Sie wirklich Freiheit wollen und Sie hören diese Botschaft der Freiheit, ist das ein sofortiges Wiedererkennen und große Konsequenz habe ich danach getrachtet, ihn zu treffen. Und als ich ihn getroffen habe, damals nach einer langen 42-stündigen Zugreise durch ganz Indien, ich angekommen in dieser Millionenstadt, ohne zu wissen, wo er überhaupt wohnt. Das wurde mir erst klar, als ich da ankam in dieser Stadt Lucknow. Jetzt bin ich in einer riesengroßen Stadt, ich weiß gar nicht, wo er wohnt, dieser Meister. Sein Name ist Papaji, aber Papaji ist ja nicht mal ein Familienname, sondern das ist ein Ehrentitel wie ehrwürdiger Vater. Trotzdem, in kurzer Zeit habe ich ihn gefunden und es war sofort so, dass eine große spirituelle Last, all die Vergangenheit, all das Erlernte, all das Erfahrene fiel von mir ab. Nun, ich hatte nicht gleich diese Beziehung, er ist mein Meister. Das hat sich nach und nach ergeben, indem ich das angewandt habe, was er gesagt hat. Dadurch kam alles so, wie es sein musste. Könnte man dann nicht sagen, dass Ihre früheren Bemühungen trotzdem in Ihrem persönlichen Erwachen Früchte getragen haben, so wie es traditionelle Yoga-Wege beschreiben,
In Ihrer kurzen Biografie steht, dass Sie schon früher starke Kundalini-Erfahrungen hatten und traditionell wird ja die Erleuchtung als Endpunkt solcher spiritueller Erfahrungen gesehen. Das ist im yogischen Weg so, dass, wie gesagt, diese Zustände von Samadhi als das Ziel dieses ganzen yogischen Wegs gesehen werden. Und das ist natürlich sehr an sich schon wunderbar, wenn das erfahren werden kann, denn auch das ist sehr, sehr selten. Und es ist so, dass es viele mächtige Yogis gibt, aber sie haben nicht erkannt, wer sie sind. Sie können ihren Körper kontrollieren, durchaus auch den Geist kontrollieren, aber sie haben nicht in Wirklichkeit erkannt, wer sie sind. Deswegen kann ich nur wiederholen, dass es so erscheint, als ob die Bemühungen und der sogenannte spirituelle Weg dazu geführt hat. Aber heute sehe ich das nicht so. Ich sehe, dass der spirituelle Weg bei vielen Menschen eben ein Aufschub ist, um das anzunehmen, was bereits hier ist. Und die Menschen mühen sich oder üben und dadurch wird diese Wahrheit nur hinausgezögert. Warum? Wahrheit ist bereits hier. Warum sollten wir noch üben dafür? Warum? Weil wir glauben, dass diese Unreinheit da ist, im Körper oder im Geist, dass diese Beziehung noch geklärt werden muss, dass dieses aus meiner Kindheit oder meiner Elternbeziehung und so weiter sich noch zu erledigen habe. Aber worum es geht, ist das, was niemals berührt wurde durch irgendwelche Beziehungen. Das Selbst ist absolut unberührt, absolut rein. Immer hier, immer jetzt. Kann es für einen Menschen, der dies erkannt hat, noch eine weitere Entwicklung geben? Für die Person mag es Entwicklung geben, aber nicht für das Selbst. Für die Person mag es Entwicklung geben. Was bezeichnen Sie als Entwicklung? Ich denke hier an Ramana Maharshi und Sri Aurobindo, zwei Weise, die sehr nah beieinander gelebt haben, aber sich wohl nie persönlich begegnet sind, die vergleichbare Realisationen beschrieben, aber in der Darstellung ihrer Lehre ganz unterschiedliche Konsequenzen zogen. So hat Ramana Maharshi das Selbst als unveränderliche statische Konstante erfahren, wobei Sri Aurobindo auch nach dieser Verwirklichung noch weitere Bewusstseinsstufen und Entwicklungen postulierte. Ja, das ist richtig so. Sri Aurobindo geht davon aus, dass das Göttliche von außen kommt und nach unten in sogenannte untere Bewusstseinsebenen absinken muss und dann wieder nach oben steigt. Er geht also von einem Prozess aus. Das ist nicht meine Erkenntnis, denn absolute Wahrheit kennt diesen Prozess nicht. Nur der Körper und der Geist kennen diesen Prozess. So mag es Sri Aurobindo gedient haben und die Menschen, die sich von ihm angezogen fühlen, das zu leben, das zu praktizieren. Ich halte es nicht für absolute Wahrheit. Absolute Wahrheit ist, dass das Göttliche bereits hier ist, auch nicht von außen kommt, sondern in jedem von uns ist, unteilbar. Es gibt keine Trennung. Das ist die Essenz von Advaita. Es gibt keine Trennung, es gibt keine zwei. Advaita heißt nicht Dualität. Nur Sein. Der spirituelle Weg wird ja oft auch gleichgesetzt mit einer Verfeinerung der Persönlichkeit. Gibt es eine zwangsläufige Veränderung in der Psyche, im Geist, nachdem ein Mensch erwacht ist, in irgendeine Richtung? Verändert sich also der Mensch durch das Erwachen? Man kann das nicht generalisieren. Es gibt wirklich sehr unterschiedliche Erscheinungsformen darin. Menschen, die nach ihrem Erwachen sich völlig zurückgezogen haben, die ihren Körper absolut vernachlässigt haben und wie ein Wilder gelebt haben. Andere Menschen haben sich, wie Ramana Maharshi, 24 Stunden
am Tag bereit gestellt für die Menschen, die zu ihnen gekommen sind, haben eher ein sehr reines Leben geführt. Man kann das wirklich nicht generalisieren. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass wenn es irgendetwas gibt, was sich, wie Sie es ausgedrückt haben, verfeinern soll oder zu reinigen hat, oder wenn etwas von einem abfallen soll von der Person, dann geschieht das von selbst. Insbesondere wenn sie verankert sind in der Erkenntnis, wer sie sind, dann geschieht alles andere wie von selbst. Aber die Bemühung, ein besserer Mensch zu sein, was sicherlich sehr edel ist, garantiert leider nicht, dass Menschen erwachen. Es gibt auch einen Ausspruch Buddhas, wo er sagt, dass die Zeitspanne, er hat es sehr bildlich ausgedrückt, die eine Ameise nötig hat, um von der Nasenspitze bis hierher zur Nasenwurzel zu laufen, wenn sie in dieser Zeitspanne im Selbst sind, ist das segensreicher oder besser für sie oder besser für das Universum als 3 gottesfürchtige, ehrfürchtige Leben, in dem sie für alle anderen Menschen nur Gutes tun. Also eher, man könnte sagen, der Begründer des Buddhismus, wo ja der Altruismus und die Hilfe für den Nächsten, die guten Taten von großer Wichtigkeit sind, sagt selbst, dass von der reinen Essenz her gesehen, dieses Verweilen im Selbst viel wichtiger ist als die guten Taten oder sagen wir die gute Person zu sein. Worin besteht Ihre persönliche Motivation noch zu kommunizieren? Sie kommunizieren Ihre Botschaft in Form von Meetings oder Satsangs, die ja eine ganz bestimmte Struktur haben. Man könnte fast sagen, es ist eine gewisse ritualisierte Art des Zusammenseins. Warum gerade auf diese Weise? Haben Sie diese Form von Ihrem Meister übernommen? Erscheint es Ihnen auf diese Weise besonders effektiv? Nun, es ist effektiv. Das beweist was mit den Menschen geschieht und die große Dankbarkeit, die die Menschen mir in vieler Form ausdrücken, dass das sehr, sehr segensreich ist und effektiv. Das ist für mich zweifelsfrei so. Ihre Frage ist interessant, denn wenn ich sie mir selbst stelle, kann ich sie auch nicht beantworten. Was ist meine Motivation? Ich habe keine Motivation. Es geschieht einfach. Manchmal sage ich etwas scherzhaft, ich bin ein Sklave meines Meisters, verstehen Sie? Wie wenn früher, wo noch dieser alte Ehrbegriff galt, dass wenn Ihnen oder wenn Sie von jemand gerettet werden, wenn jemand Ihr Leben rettet, dann sind Sie ein ganzes Leben lang diesem Menschen verpflichtet, verstehen Sie? Vielleicht eine alte Indianer-Tradition oder Germanen-Tradition. Also, Sie sind dem verpflichtet. So könnte ich das bezeichnen einfach. Ich hatte auch nicht den Wunsch, als ich bei Papaji war, hatte ich den Wunsch, frei zu sein. Aber ich hatte nicht den Wunsch, um das zu leben, was ich jetzt lebe. Das ergab sich von selbst. Einmal hat es Papaji prophezeit und ich muss sagen, mir erschien das sehr unwirklich. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Also das, was jetzt ist, geschah, dass ich eingeladen wurde von Menschen, die sich von mir angezogen fühlen und haben mich eingeladen zu kommen. Und ich habe der Einladung Folge geleistet und daraus hat sich das mehr und mehr entwickelt. Und ich finde es gut, wie es ist. Jetzt fragen Sie nach der Form, wie der Satsang abläuft. Es ist in der Tat so, dass ich keinen Grund gesehen habe, um
die Form zu verändern, wie der Satsang stattfindet. Für mich ist es so, dass die Form nicht das Essentielle ist, sondern das, was im Satsang sich überträgt oder geschieht, ist nicht wirklich beschreibbar, nicht wirklich auszudrücken. Die Form ist, Sie sagen ritualisiert, für mich ist es einfach sehr einfach. Es gibt Stille und es gibt den Dialog. Der Dialog dient dazu, um Fragen und Zweifel zu klären bei Menschen. Weil es gut ist, wenn Menschen ihre Zweifel loswerden. Und es geht um Stille, weil nur in der Stille kann sich Wahrheit offenbaren. Darüber hinaus gibt es, sagen wir, den Anfang des Satsangs, wo ich diesen Wunsch intoniere. Das ist eine ganz alte Tradition, hängt zusammen mit dem Gayatri-Mantra, wo einfach der Wunsch da ist, nicht nur, der sich nicht auf mich bezieht, sondern auf die ganze Menschheit, auf alle Wesen, dass alle Menschen, alle Wesen Frieden finden sollen. Das ist ein Wunsch. Obwohl wir auch seit Zehntausenden von Jahren sehen, dass die Welt nicht im Frieden ist. Trotzdem wünschen wir das. Und das ist eigentlich schon das Einzige, was in der Form da ist. Darüber hinaus, was vielleicht im Westen auch ungewöhnlich ist, dass ich ein Om intoniere. Dieser Klang. Nun ist es so, dass dieser Klang mich immer schon erfreut hat, fasziniert hat, als ich zum ersten Mal vor über 20 Jahren nach Indien kam. Dieses Mantra Om. In Indien sagt man, dass auf diesem Klang das ganze Universum manifestiert. Also dieser Klang die Grundlage ist aller Manifestation. Und mein Meister hat dieses Om, dieses Mantra, das ja auch in unsere Kultur eingeflossen ist, über das Amen und in viele anderen Kulturen, auch im Buddhismus gebraucht wird und so weiter, also ein universeller Klang ist, hat Papaji auch intoniert und für mich ist das immer sehr, sehr angenehm, diesen Klang, dieses Mantra zu singen sozusagen. Aber darüber hinaus, wie Sie ja gesehen haben, ist die Form recht frei und manchmal kann es im Satsang sehr lustig zugehen, manchmal hat es eher einen getragenen oder heiligen Moment. Dann, wie Sie gesehen haben, wird getanzt, gelacht, geweint, je nachdem. Es ist immer so, dass wenn man eine edle Form hat, ist das sehr gut für den Inhalt. So wenn Sie, werden ja auch festgestellt haben, wenn Sie einen guten Wein trinken beispielsweise, schmeckt er in einem edlen Gefäß durchaus besser, wie wenn Sie es aus einem Plastikbecher trinken. Deswegen, es geht nicht so sehr um die Form, die sollte an sich im Hintergrund sein, wird aber natürlich als erstes gesehen. Aber es geht um etwas anderes. Arbeiten Sie bewusst mit einer Art von Energie, die Sie den Menschen übertragen? Sie schauen den Menschen oft sehr lange in die Augen und es gibt lange Phasen der Stille während der Meetings. Erkennen Sie da, ob jemand bereits erwacht ist, beziehungsweise welches der Zustand Ihres Gegenübers ist? Passiert in Ihnen dabei ganz bewusst etwas? Ja, natürlich ist es möglich. All diese Reflexionen sind möglich und sind auch nützlich, um zu erkennen, wo derjenige, der vor mir sitzt, wo er, wie man so sagt, steht, wo er ist. Das ist sehr wichtig, um individuell auf den Menschen eingehen zu können. Aber in Wirklichkeit muss ich sagen, dass all das ganz von selbst geschieht.
Diese Liebe ist formlos und doch so greifbar.